Der alte hat jetzt, keine Ahnung, über ein Jahr gelebt. Und der ist es langsam stumpf. Jetzt machen wir mal einen neuen und dann testen wir am Deepboard und ich denke, das Ergebnis wird wesentlich besser. Dann vermessen wir wieder 0 Z. Sehr schön. Dann fahren wir wieder unser Nullpunkt an hier, da wo wir halt hin wollen. So, das sieht gut aus. Dann speichern wir das. Speichern 0.xy. Dann gehen wir wieder parken. Dann schrauben wir das noch ein bisschen fest. Und dann geht es los. So, wir haben kontrolliert, ob die 4 Teile nebeneinander passen. Nebenbei, ich habe hier die Funktion Nutzen verwendet. In der neueren Version von WinPCNC heißt es Technologie. Somit kann man das Teil kopieren auf der Maschine. So, dann drücken wir Start und dann geht es los.
So, das hat es jetzt wieder schön gemacht. Unsere kleine Anna. Alles schick. So, tun wir die weiteren Gehäusteile fräsen, die Rückplatte, die Seitenteile und den Deckel und den Boden.